Ja, genau. Wir sind in Le Mans. Dem Mekka des Motorsports, zumindest für ein Wochenende. Und ich nehme euch mit auf die Reise, zeige euch, was passiert. Und dann Montagmorgen nach dem Rennen geht es weiter, denn wir fahren mit einem Elektroauto von Le Mans zurück nach Österreich. Es wird ein richtiges Abenteuer. Back to back to back. Und los geht's. Und bevor das richtige Rennen losgeht, werfen wir einen Blick auf den Peugeot 208 GTI oder eigentlich E208 GTI. Und das soll das nächste Kapitel der elektrischen Hot Hatchback sein. Mit 280 PS auf der Vorderachse, mit elektronischem Sperrdifferential soll das Auto das schnellste und dynamischste Auto seiner Klasse sein. Und Peugeot glaubt, das Auto ist legendär. Und warum ein 208 GTI legendär sein kann, das liegt am Vorgänger. Denn der Vorgänger heißt Peugeot 205 GTI. Der Urvater, der Großvater der Hot Hatchbacks. Und ich glaube, wir dürfen den gleich fahren. Also vor uns steht ein Peugeot 205 GTI 1,9 mit dem Katalysatormotor. 120 PS, voll restauriert. Ich habe extra eigen ausgewählt, damals vor 10 Jahren, ohne Schiebedach, ohne Servo. Er hat nur Infrarot-Zentralverschluss, elektrischen Fensterheber aufgrund des geringen Gewichtes und es kann natürlich weniger kaputt gehen. Neue Drosselklappe, neue Luftmengenmesser und Lima, alles. Einmal alles neu. Will ich da jetzt kurz mal fahren? Ja oder nein? Du könntest hier mal kurz fahren, kannst du machen, ansonsten fahre ich immer nur. Passt. Wie geil ist das bitte? Wir fahren im Infield in Le Mans den Peugeot 205 GTI aus dem Baujahr 91. Das macht einfach nur Spaß. Und das Getriebe, es ist alles so butterweich, direkt und schön. Also diesen Hype verstehe ich komplett. Und man muss verstehen, dieser Typ, der Robert, können wir mal seinen Instagram-Account einblenden, irgendwo hier, YouTube-Profi, ist aus Berlin hergefahren. 1400 Kilometer in so einem Ding. Natürlich, er ist deutlich kleiner als ich, aber das ist schon echt richtig cool. So, also, so pur, so direkt, so dynamisch und so ehrlich. Natürlich bin ich viel zu groß fürs Auto, wenig überraschend, aber wow, eine richtige Ikone, wie sie im Buche steht. Dieser 205 GTI, eine echte Legende. Rolly Glitzer Glitzer. Willkommen in der Pit Lounge. Gleich unter uns ist die Pit Lane und die Box von Peugeot. Und ich glaube, mein absoluter Favorite an Le Mans Endurance Racing sind die Pitstops. Alle WEC-Autos haben Stelzen. Das heißt, die Autos fahren in die Box, werden mit Luftdruck angehoben, dann wird betankt, Reifen gewechselt etc. und dann geht's los. Und bei den wirklichen Hypercars geht es zuerst im Elektromodus los und dann springt der Benzinmotor an. Die beste Zeit in Le Mans ist ganz klar die Dämmerung. Bald wird's Nacht, die Bremsen glühen und die Stimmung knistert noch mehr als untertags. Fucking, darf ich ja nicht sagen. Mega cool. Ich weiß echt nicht, wie meine Audio oder das Bild auf Kamera rüberkommt, aber das ist der Pinnacle of Motorsports. Jedes Auto, das hier vorbeifährt, ist erstens einzigartig und zweitens einfach nur unglaublich cool. Und noch das ganze Branding beim Siegerspodest. Es ist so unfassbar laut hier auf dem Grand Slam, aber auch so unglaublich lässig.
Ich hätte mir jetzt vorgenommen, ich sage jetzt irgendwas Poetisches und Cooles, aber ich kann es nicht. Keine Chance. Es ist einfach nur unglaublich cool, ja, alles zu sehen. Die Autos, die vorbeifahren, die Battles, die Überholmanöver, die Boxenstops. Und ja, so eine Nacht in Le Mans hat was Magisches. MS hinter der Kamera zeigt euch jetzt noch ein paar Impressionen, ein paar schöne Bilder. Und ich melde mich morgen, wenn es wieder weitergeht und das 24-Stunden-Rennen von Le Mans langsam dem Ende neigt. See you tomorrow. Und so schnell geht's. Wir haben schon Tag 2 des legendärsten Rennens der Welt und tatsächlich nur mehr 3 Stunden, bis der Sieger gekürt wird. Und das heißt, back to the grandstand, back to the grid und wir schauen, wie der aktuelle Stand ist. So, aktuell haben wir Ferrari vor Porsche vor Cadillac. Aber wie gesagt, noch 3 Stunden to go und erst am Ende wissen wir, wer gewonnen hat. Die Frage ist, wo ist Peugeot? Man muss ehrlich sagen, das Auto ist aufgrund der Regulatorien nicht wirklich konkurrenzfähig. Das heißt, die Balance of Performance, kurz BOP, versucht ein Gleichgewicht zwischen den Startern zu schaffen, aber das ist natürlich niemals möglich. Es ist nie fair für jemanden, oder nie fair für alle. Aber die Fahrer schlagen sich gut, ziemlich fehlerfrei, wir sind im Mittelfeld und mal schauen, wo wir am Ende des Tages enden. Und ganz ehrlich, auch wenn es nicht ganz vorne ist, es geht einfach darum, dass diese Challenge Le Mans einfach bewältigt wird. Und dabei zu sein und zu finishen beim schwierigsten Rennen des gesamten WEC-Kalenders, und vermutlich das schwierigste Rennen der gesamten Welt, ist schon ziemlich beeindruckend an sich. Und die Lehren, egal ob Antriebstechnik, Aerodynamik, Hybridtechnik, all diese Lehren und all diese Forschung, die geht natürlich früher oder später auch in Serien- und Straßenautos über. Und allein das ist schon gut genug. Und das war's. Der Sieger steht fest. Ferrari hat Le Mans 2025 gewonnen. Aber unsere Reise geht erst los, denn wir fahren jetzt den ganzen Weg von Le Mans zurück nach Österreich im elektrischen 5008 und mal schauen, was wird. Aber wird cool, kommt mit. Bonjour de Tours, willkommen aus Tours und ich starte gleich mit einem Rad. Esst kein Hotelfrühstück, wir umgehen eine kleine lokale Bäckerei, denn das ist einfach nur frisch, lecker und ein guter Start in unsere Reise. Wir fahren jetzt los von Tours nach Österreich in einem Peugeot 2008 mit leeren Akku. Das heißt, es gibt ein kleines Frühstück und wir gehen Auto laden. Und ja, ich nehme euch mit, Step by Step, gebe euch Updates, wie das Ganze läuft, aber ich bin zuversichtlich. Andiamo. Und schon sind wir bei Ladestopp 1, also quasi noch in Tours, aber wir laden uns auf für die nächste und eigentlich erste große Etappe. Und was ich jetzt schon gelernt habe und ich eigentlich schon längst wissen müsste, Vorbereitung ist key beim Electric Only Fahren und ich war ziemlich schlecht vorbereitet auf das Ganze. Aber so, Auto lädt, ich habe jetzt eine BP-App am Handy, weil das eine BP-Ladekarte ist. Das heißt, diese App zeigt mir alle Ladesäulen in Europa an, die mit dieser Ladekarte funktionieren. Das heißt, eine weitere Fehlerquelle ist eliminiert. Wir laden jetzt noch voll im gemütlichen Tempo, ehrlich gesagt. Und dann geht's ins Auto und wir fahren heute mal nach Straßburg. Also die schöne Stadt an der Grenze zu Deutschland ist das erste Etappenziel. Circa 700 Kilometer, das heißt, wir werden bestimmt noch mindestens zweimal laden müssen. Aber ja, ich bin optimistisch und jetzt endlich vorbereitet. Das heißt, es kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Let's go!
I don't wanna be French. Ah, fuck off. Viele Insekten hier, wie man sieht. Aber Status-Update, wir haben ein bisschen früher gestoppt, nach ca. 150 Kilometern und haben etwas früher angesteckt, um eine kleine Mittagspause einzulegen. Und ja, jetzt haben wir ca. 85% in unserem Akku und sind ready und nicht mehr hungrig. Ja, weiter geht's jetzt mal auf eine vermutlich längere Etappe. Bis dato alles gut, das Auto ist wirklich sehr ruhig, sehr angenehm zu fahren. Ja, die Stimmung ist gut, die Musik läuft. I don't wanna be French. Alrighty, und fast forward wieder, circa 2 Stunden später, mit einer Akkuladung von 19% fahren wir jetzt an die Ladesäule, weil es gerade auf der Strecke liegt und das Netz eigentlich echt ziemlich dicht ist, also Hut ab an die Franzosen an dieser Stelle und ich muss aus WC, wenn ich ganz ehrlich bin. Also anstecken und weiter geht's. Wir machen eigentlich guten Progress, Stimmung ist gut, ja, los geht's. So, jetzt ist es das erste Mal passiert. Wir haben eine Ladesäule vorgefunden, die exakt nach 4% Laden abgebrochen hat. Und jetzt haben wir sage und schreibe 23% Energieladung im Akku. Aber ich glaube, das reicht jetzt ganz genau, dass wir zum nächsten Hypercharging Park kommen, der in 60 Kilometer ist. Ja, das heißt, jetzt mal Tempomat auf 100 km/h und beten. Seriöser Journalist. So, Versuch 2. Nein. Versuch Nummer 2. Wir haben jetzt 5% Akkuladung, das heißt, wenn es jetzt nicht funktionieren wird, wäre relativ suboptimal. Aber naja. Demonstrations-Vorführeffekt. 2. Bam. Wird validiert. Anstecken. Und hoffen. Klingt gut. Klingt gut. Passiert noch relativ wenig. Bei den Franzosen dauert alles immer ein bisschen länger. Perfekt. Also, jetzt laden wir mal hoffentlich. Ja, wir laden. Und gehen auf einen Café und wenn wir zurückkommen, fahren wir weiter an die Ärmel. Alright, fast forward. Eine halbe Stunde später, 80% im Akku. Und ja, weiter geht's. Also wenn man die Pausen nutzen kann, wie wir jetzt mit E-Mails beantworten oder Content bearbeiten, dann geht das schon ganz gut. Aber man muss schon sagen, die Strecken dauern schon einfach länger. Aber wie gesagt, alles eine Frage der Planung. Ladestopp Nummer 3,5, wenn man so will. Und wir sind 50 Kilometer vor Straßburg, haben jetzt wieder eine entspannte 250 Kilometer Etappe absolviert. Und wir bewegen uns immer in diesem Bereich 80 bis jetzt 13%, um das Auto halt einfach wirklich im bestmöglichen Schnellladefenster zu halten. Wir stecken jetzt kurz an und dann freue ich mich schon wirklich auf die schöne und einfach besondere Stadt Straßburg. Und da werden wir nochmal schauen, was die Stadt zu bieten hat. Also anstecken, keine Zeit verlieren und bis gleich. Trommelwirbel. Success! Und da sind wir. Willkommen in Straßburg, einer, würde ich sagen, relativ underrateden, aber wirklich unglaublich schönen Stadt. Besonders aufgrund des wirklich speziellen und fast schon ein bisschen germanischen Architekturstils. Es ist echt beschaulich, gemütlich, schön. Wir werfen noch einen Blick in die Stadt, zeigen euch ein paar Bilder
holen uns was zu essen und dann wird es, glaube ich, heute relativ früh Zeit fürs Bett. Denn ich glaube, uns allen liegt Le Mans noch in den Knochen. Alright. Das war Tag 1 des Roadtrips von Le Mans zurück nach Österreich. Es ist eigentlich alles ziemlich entspannt und genauso gelaufen wie geplant. Einige Ladestopps, gemütlich gefahren, nicht viel Energie verbraucht. Aber dennoch bin ich schon ziemlich erschöpft. Es ist Punkt 21 Uhr. Zeit fürs Bett, bisschen Schlaf aufholen. Und morgen früh geht's weiter, wenn wir hoffentlich zurück nach Wien fahren. In diesem Sinne, gute Nacht, zumindest von mir und von Enes und wir sehen uns morgen. Guten Morgen aus Straßburg und wir fahren jetzt zurück nach Wien. Google Maps sagt 8 Stunden und 35 Minuten. Also das wird ganz ordentlich. Ready to rock. Ich glaube, unsere Cutter werden sich denken, wir haben den geilsten Musikgeschmack, wenn wir die ganzen Clips hören. Und dann rennt irgendeine crazy Scheibe im Hintergrund. Ich glaube, sie denken sich hauptsächlich, what the fuck filmt dieser Vollidiot eigentlich? Ja, das kann gut sein. Und jetzt sind wir in Deutschland. Also goodbye Frankreich. Ein wirklich schönes Land, das ich immer mehr mag. Aber jetzt sind wir in Deutschland, das heißt ein weiterer Schritt in Richtung Österreich. Alright, wir haben schon wieder richtigen Progress gemacht und fliegen Richtung Stuttgart. Haben jetzt einen Akkustand von 7%. Perfekt und laden wieder mal auf. Der erste Charging Stop des heutigen Tages. Fast forward und wir sind zurück in Österreich und an unserem letzten Ladestopp angelangt. Die eingefleischten Elektroautofahrer unter euch, die viel in Österreich unterwegs sind, kennen diesen Ort bestimmt, denn wir sind in Steinhäusl und damit quasi vor den Toren Wiens. Bevor wir die letzten 30 Kilometer unserer langen Reise von Le Mans nach Paris in Angriff nehmen, ein paar Worte zum Auto und was passiert ist. Der Peugeot 5008 Elektro hat sich wirklich gut geschlagen. Ja, es ist nicht das schnellste Auto, ja, es ist nicht das Auto mit der größten Reichweite, aber es ist ein wirklich guter Einblick in ein topmodernes, schönes und praktisches Elektroauto für den Alltag. Und bis auf eine Ausnahme hat jede Ladesäule funktioniert und gerade eben vor Wien hatten wir das erste Mal die Situation, dass alle Schnellladesäulen besetzt waren. Und wir mussten für 5 Minuten warten. Ansonsten hatte ich keine Probleme, die Ladekarte hat überall funktioniert und jeder sagt, ich konnte es auch nicht glauben, aber man gewöhnt sich an diesen Rhythmus. Ja, es ist gut, wenn man die Zeit nutzen kann, ja, man verliert Zeit im Vergleich zu einem Benziner- oder Dieselauto, aber mit der nötigen Planung und mit dem richtigen Mindset ist das Ganze wirklich super entspannt, super komfortabel und funktioniert richtig gut. Also, ich würde sagen, das Auto ist voll, so schnell geht's. Wir steigen ein und bringen unsere Reise zu Ende. Let's go! Wir haben es geschafft, wir sind zurück in der Hauptstadt. 24 Stunden Rennaction beim legendärsten Rennen der Welt und danach über 1500 Kilometer in 2 Tagen und das rein elektrisch. Es war anstrengend, ja, ich will euch nicht anlügen, aber in Wahrheit war es auch unglaublich unproblematisch. Wir haben es gemeistert, wir haben es geschafft. Danke an Enes, danke fürs Zuschauen. Ich packe das Auto und gehe ins Bett. Bis zum nächsten Mal.